Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung der Fieseler 456 C3 Storch von TriStar Maßstab 1:35. Flugzeugmodelle im klassischen Panzermaßstab 1:35 sieht man relativ selten, was eigentlich schade ist, weil da gäbe es so viele Möglichkeiten, da Dioramen zu bauen, wo beides irgendwie zusammenkommt. Warum es das nicht öfter gibt, weiß ich nicht. Jedenfalls hat TriStar im Jahr 2007 eben angefangen, die Storch-Bausätze rauszubringen. Da gibt es mehrere Varianten. Der Bausatz hier ist jetzt aus dem Jahr 2011 und dabei ist es eigentlich auch geblieben. Da kamen keine weiteren Flugzeuge dazu. Den Hersteller TriStar gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber Hobbyboss hat die A0 bzw. C1 Variante wieder auf den Markt gebracht, was den Bausatz noch so, sage ich mal, in groben Zügen im Umlauf hält. Dieses Flugzeug war berühmt für seine Stohleigenschaften, Short Take-Off and Landing, also man brauchte keine großen Start- und Landepisten für dieses Flugzeug, die konnten bei günstigen Windverhältnissen dieses Flugzeug beinahe senkrecht zu Boden plumpsen lassen auf irgendeiner Wiese. Und beim Start war es ganz ähnlich, nur ein paar Meter und dann ging es in die Luft. Sehr interessantes Flugzeug. Die Alliierten hatten da auch kein wirkliches Gegenstück dazu. Ganz besonderes Flugzeug, wurde auch nach dem Krieg in Frankreich weitergebaut und noch viel verwendet rund um den Planeten. So viel dazu, jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. Ja, wie man sehen kann, ist die Schachtel ziemlich groß, öffnet nach oben hin und innen drin findet man dann die Bauanleitung und mehrere sandfarbene Gießäste, die größtenteils einzeln eingetütet sind. Der Bausatz liegt bei mir jetzt schon seit einigen Jahren im Lager. Das Ganze sieht eigentlich noch ganz gut aus, hat keine Lagerschäden. Der Karton hat auch ganz gut standgehalten, also das ist eine sehr gute Verpackung. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Hier haben wir eine kurze Hintergrundgeschichte zum Flugzeug in englischer Sprache. Es folgt dann eine Teileübersicht. Manches ist hier grau unterlegt, das braucht man nicht. Zum Beispiel hier diese Tragflächen. Da werden wir stattdessen die hier verwenden. Dann haben wir hier noch eine Zeichenerklärung und dann geht der Zusammenbau auch schon los. Ganz typisch bei Flugzeugen mit dem Cockpit. Ja, wie man sehen kann, da geht es doch ganz detailliert zu. Sehr viel Ausstattung vorhanden. Auch dieser typische Rohrrahmen ist ganz gut wiedergegeben hier. Man kann in dieses Cockpit später auch ganz gut reingucken durch die große Verglasung außen. Ja, der Motor liegt eigentlich auch komplett bei, soweit ich das erkennen kann. Gefällt mir ganz gut. Da kann man auch einiges offen darstellen später, wenn man das will. Sicherlich nicht uninteressant, gerade für die Dioramenbauer. Dann wird hier alles in den Rumpf eingebaut. Wieder mit diversen Kleinteilen für den Innenraum. Ja, das zeigt sich wirklich sehr gut ausgestattet. Und die Motorverkleidung besteht aus diversen Einzelteilen. Ich nehme an, dass man das, wenn man will, auch offen bauen kann. Diverse Klappen liegen separat bei, also die könnte man dann auch irgendwie angestellt einbauen, was sicherlich ein nettes Feature ist. Und dann kommt hier die Cockpit-Verglasung drauf, die aus mehreren Teilen besteht. Da muss man aufpassen, wenn man das klebt, dass da nicht irgendwie der Kleber auf den Glasigteilen rumsifft. Da würde ich den Tamiya Extra Thin euch nahelegen, der ist für Glasigteile eigentlich ganz gut geeignet. Dann kommen die Fahrwerksbeine ran. Hier hat es Optionen, das sehen wir dann später auch noch bei den Bauteilen. Wir haben hier einmal die ausgestreckten Fahrwerksbeine und einmal eben Fahrwerksbeine unter Last, wenn es am Boden steht. Das muss man eben bedenken, wenn man das Flugzeug sozusagen im Flug oder am Boden stehend bauen will, dass da eben unterschiedliche Beine beiliegen. Ja, Tragfläche mit dem Vorflügel, da ist nicht viel dabei. Interessant finde ich hier, dass dieser Deckel, ich nehme an, das ist für den Tank,
dass der separat beiliegt, also man könnte den auch offen bauen und dann eben eine kleine Betankungsszene bauen. Bisher fand ich die Bauanleitung eigentlich ganz übersichtlich, aber hier wird es dann schon ein bisschen wirr. Da gibt es diverse Optionen, je nachdem wie man dann hier diese Klappen bauen will, wie die ausgelenkt sind. Da gibt es anscheinend verschiedene Bauteile. Genau verstehe ich das jetzt gerade auch nicht, aber da muss man sich ein bisschen reinlesen, nehme ich an. Ja, und dann kommen die Tragflächen ran und das komplettiert das Flugzeug schon. Als nächstes sehen wir dann hier den Bogen mit den vorgeschnittenen Maskierfolien für die große Cockpitverglasung. Das finde ich sehr gut. Das ist das, was mich bei Flugzeugmodellen unter anderem sehr immer unter Druck setzt. Das ganze Abkleben von den Cockpitkanzeln. Das liegt hier schon bei, vorgeschnitten, und dann hier eben auch die Anleitung, wo welche Stückchen hinkommen. Und dann ist das eigentlich eine ziemlich bequeme Angelegenheit und auch für Ungeübte gut machbar. Kommen wir nun zur Bemalungs- und Markierungsanleitung. Da gibt es einige Versionen hier im Bausatz. Erstes Flugzeug Deutsche Luftwaffe in Nordafrika im Jahr 41. Hier mit so einer Wüstentarnung und so einem Meandermuster, würde ich mal sagen. Bestimmt eine Herausforderung, aber ein interessantes Flugzeug. Zweite Maschine finde ich auch sehr schön. Tolle Tarnung und vor allem Markierungen. Auch eine deutsche Maschine in Russland 1942. Die dritte Maschine nach dem Zweiten Weltkrieg bei der französischen Luftwaffe eingesetzt. Vierte Maschine italienische Luftwaffe, Albanien 1942. Fünfte Variante tschechoslowakische Luftwaffe nach dem Zweiten Weltkrieg und dann hier auch noch eine polnische Maschine, ebenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind alles sehr interessante Vorschläge, finde ich cool. Da ist wirklich für jeden was dabei und auch Modellbauer, die eher auf exotische Maschinen abfahren, finden hier eben auch alles Mögliche. Hier unten haben wir dann noch eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Tamiya und Gunze. Mehr haben wir nicht, aber ich denke, damit lässt sich arbeiten. Ja, insgesamt kurz und knackig. Der Bausatz ist eigentlich nicht wirklich aufwendig, für das doch ein großes Flugzeug ist, mit vielen Innenraumdetails und so. Aber es sind nicht viele Bauteile. Der Bauplan ist bloß ein bisschen unübersichtlich an manchen Stellen, aber damit kommen wir klar. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier mal wirklich großer Guisage, der ist eigentlich so groß wie die Schachtel auch. Das sind jetzt hier die Tragflächen, die wir nicht benötigen. Alles andere brauchen wir schon für dieses Modell. Oberflächendetails sind alle recht schön, würde ich sagen. Feine Nietköpfe hier drauf. Bisschen Fischhaut hier und da. Aber eigentlich nicht schlimm. Man muss ja sehen, der Bausatz ist auch schon ein paar Jahre alt. Die konnten damals aber auch schon sehr gut gießen. Ja. Die Verbindungspunkte zum Guisage sind ganz gut gewählt, wo sich es auch leicht versäubern lässt, beziehungsweise auch nicht so schlimm ist, wenn da irgendwas abreißt. Ja, ganz gut gemacht. TriStar hat eigentlich schon sehr schöne Bausätze gemacht damals. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Vor allem ist mir immer aufgefallen, dass die Passgenauigkeit da immer sehr hoch war. Am nächsten Spritzling haben wir dann die eigentlichen Tragflächen, die wir benötigen. Ja, hier sehen wir auch wieder ein bisschen Fischhaut und so kleinere Defekte, die aber eigentlich die Teile nicht wirklich betreffen. Beziehungsweise das ist alles leicht zum Versäubern. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Sehr schöne Oberflächentextur mit versenkten Nietköpfen und hier dann die Bespannung. Das sieht sehr, sehr realistisch aus. Ja, das ist keine Überraschung, dass ich da schwach wurde, als
Panzermodellbauer. Erstens, der Maßstab ist interessant und zweitens scheint wirklich ein sehr, sehr schöner Bausatz zu sein. Die Tragflächen werden nicht nur hier am Rand verklebt, sondern wir haben hier auch noch so Verbindungspunkte in der Mitte der Tragfläche, was für eine sehr stabile Verbindung sorgen dürfte. Hier haben wir dann die Rumpfhälften und vieles, was ins Cockpit gehört. Ja, auch hier ist der Guss eigentlich ganz in Ordnung. Minimale Defekte wie Fischhaut und Grat sind da, aber nicht wirklich schlimm. Ich sehe jetzt nichts, was wirklich nervig ist, also Sinkstellen oder Auswerfer an irgendwelchen blöden Stellen. Ja, Cockpit innen. Auswerfer sind in Bereichen, wo man es später eigentlich nicht sehen dürfte. Ja, das Maschinengewehr hinten. Die Mündung ist geschlossen, ist aber auch gleich aufgebohrt. Ja, da ist nicht viel dran. Paar Teile, die schnell versäubert sind. Details sind gut, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Hier haben wir noch mehr Cockpit-Teile, zum Beispiel hier diese Rohrrahmenteile innen. Auch wieder ein bisschen Grat dran und hier haben wir eine kleine Beschädigung, aber das ist wirklich harmlos. Ja, Instrumentenbrett, recht fein detailliert. Steuerknüppel schauen auch ganz schön aus, Sitze. Ja. Schön gegossen eigentlich. Ja, die kleinen Defekte, die sind normal. Die sehen wir an anderen Bausätzen auch. Ja, da kann man sich auf jeden Fall voll austoben. Hier in dem Interieur sieht man später auch viel davon. Sicherlich ganz spannend. Hier haben wir dann allerlei Kleinteile, teilweise für den Motor, teilweise sind es auch hier Verstrebungen zum Fahrwerk und zu den Tragflächen. Das sieht doch alles sehr schick aus. Propeller. Sehr schön ausgeformt, auch hier mit Nietköpfen und Schrauben an der Rückseite. Ja, sehr filigrane Teile. Da finde ich es gut, dass die wenige Verbindungspunkte zum Gießast haben. Das macht das Auslösen doch etwas einfacher und die Bruchgefahr ist da auch nicht so hoch. Ja, sicherlich ein Bausatz, der viel Sorgfalt braucht, aber ich denke, ab einem gewissen Punkt steht der doch ganz stabil da, wenn dann die ganzen Streben ausgehärtet sind. Da würde ich vielleicht auch empfehlen, dass man da mit Sekundenkleber arbeitet, weil der normale Plastikkleber doch dazu neigt, sich zu verformen im Laufe der Zeit. Neben den großen Gießästen findet man dann noch ein paar kleinere im Bausatz. Das hier scheint ein kleiner Zusatztank zu sein, der in 2 Hälften kommt. Hier haben wir dann die Felgen und hinten das Stützrad, wie es aussieht. Und das hier ist, glaube ich, auch das Stützrad, nur eben als Sporn. Die Reifen liegen hier aus Vinyl bei, mit einem Reifenprofil drauf. Relativ weiches Material, macht aber einen guten Eindruck. Und das sind hier die Fahrwerksbeine, einmal eben belastet und einmal unbelastet. Je nachdem, wie ihr eben das Flugzeug darstellen wollt, einmal im Flug und einmal eben am Boden stehend. Und was ich hier eben sehr interessant finde, ist, dass hier so Metallstreben schon eingegossen sind in das Plastik, was dem Modell dann später doch ziemlich gute Stabilität gibt, weil da drauf steht das Flugzeug am Ende und es stützt sich dann so neben dem Cockpit oder den Tragflächen irgendwie ab und das sorgt für die entsprechende Festigkeit. Das war auch ein bisschen so ein Grund, warum ich Bedenken hatte bei dem Bausatz, als ich ihn gekauft habe. Wie will das später mal halten? Das ist alles super filigran,
aber das wurde hier bedacht und das macht einen sehr stabilen Eindruck. Der Spritzling mit den Glassichteiln ist im Bausatz doppelt enthalten, ist auch im Bauplan so angegeben. Warum, weiß ich nicht genau. Das ist im Moment etwas ein Mysterium, aber es scheint wohl so zu gehören. Neben den ganzen Glassichteillen findet man hier auch nochmal ein Instrumentenbrett. Ja, und auch hier nochmal eine Trennwand im Cockpit selber. Ja, und die Hauptverglasung, das Hauptteil ist mehr oder weniger einteilig. Wir haben hier dann die Einstiegstür, die man offen bauen kann. Und hier hinten der Drehkranz für das nach hinten zeigende MG. Das ist alles noch offen, das kann man dann positionieren, wie man will. Ja, ist ganz schön. Durchsichtig alles, ohne irgendwelche Defekte. Was den Guss angeht, das Einzige, was man feststellen kann, vielleicht könnt ihr es sehen, hier in diesem Fenster, da ist so ein tiefer Kratzer drin. Der geht hier vor. Und das ist bei beiden der Fall, was ich ziemlich störend finde. Hier sieht man es ein bisschen. Da bin ich natürlich als Panzermodellbauer ein bisschen aufgeschmissen, weil das auszupolieren, da habe ich nicht wirklich viele Erfahrungswerte damit. Das ist ein bisschen schade. Andererseits, so eine Storch könnte man auch ohne Probleme verstauben, verschmutzen oder so. Egal ob in Nordafrika oder in Russland. Das würde sich immer anbieten. Ja, aber ist trotzdem ärgerlich. Und das scheint wohl ein Problem von der Gussform zu sein, weil die beide eben diese identischen Fahrer auf dieser Seite haben. Ja, ist schade. Aber damit müssen wir irgendwie leben. Gucken wir uns dann noch den Abziehbilderbogen an. Der ist sehr groß. Allein schon deswegen, weil wir so viele verschiedene Varianten hier im Bausatz drin haben. Die sind wirklich sehr sauber gedruckt. Auch tolle Abzeichen, die hier eben gewählt wurden für unsere Vorschläge. Also da gibt es nichts zu meckern. Auch der Trägerfilm ist relativ klein. Also es dürften meines Erachtens sehr gute Abziehbilder sein. Und wenn man eine deutsche Maschine baut, man hat hier auch die deutsche Peinlichkeit aufgeteilt in 2 Hälften, weswegen das eben hier auch beinhaltet sein kann, ohne dass da diverse Behörden einschreiten müssen. Ja, tolle Abziehbilder, viele Varianten hier, das kann man immer brauchen, finde ich schön. Und zu guter Letzt noch der vorgeschnittene Maskierbogen. Wie ihr sehen könnt, alles ist nummeriert und klar zu sehen. Und wir haben ja im Bauplan auch eine Anleitung, wo welches Stückchen hinkommt. Aber ich denke, das ist einigermaßen selbsterklärend. Das ist hier die Frontscheibe und dann arbeitet man sich halt einfach nach hinten vor. Das würde wohl auch ohne Plan gehen. Finde ich super, dass das beiliegt. Das macht das Leben viel einfacher. Wenn ich mir das jetzt alles selber zurechtschneiden müsste, da hätte ich wohl keine Lust drauf. Und ich finde, das ist ja auch kein Problem, wenn der Hersteller das schon beilegt. Das kann für die Jungs nicht so schwer sein und für uns ist es eine große Hilfe. So vom ersten Eindruck her finde ich, dass es ein wirklich genialer Bausatz ist. Das Flugzeug an sich war ja in echt jetzt auch nicht so kompliziert. Das war ja eher eine simple Maschine und der Bausatz macht eigentlich was ganz Ähnliches. Die Details sind hervorragend, aber es ist jetzt nicht so, dass hier alles aus irgendwie winzigen Kleinteilen besteht, sondern es gibt halt einen Teil für den Sitz, es gibt einen Teil für einen Reifen, es gibt ein paar Teile für einen Motor. Also das ist jetzt nicht wirklich so ausufernd. Deswegen denke ich, dass der Bausatz bestimmt recht spaßig zum Bauen ist. Es gibt ein paar Bereiche, die sicherlich Nerven kosten, gerade die ganzen Verstrebungen hier oder auch die Cockpitverglasung, dass das alles zusammenpasst und man da keine Flecken drauf macht mit dem Kleber. Das sind sicherlich Sachen, die etwas herausfordernd sind, aber das lässt sich bewältigen. Besonders praktisch finde ich, dass eben im Bausatz hier
diese Strebe ja aus Metall besteht und schon eingegossen ist ins Plastik, was dem Modell eben entsprechende Standfestigkeit verleiht. Ich finde, den Bausatz braucht man auch nicht wirklich aufwerten. Irgendwie noch so ein Ätzteilset reinknallen oder so ist hier eigentlich nicht nötig. Da ist alles schon dabei. Wir haben auch die Maskierfolien fürs Cockpit dabei. Wir haben tolle Abziehbilder mit vielen Varianten, was es so an Maschinen gab. Also wer da nicht zufrieden ist, dem kann man auch nicht helfen. Das ist eigentlich das rundum sorglos Paket hier. Nachdem es ja so ein Allerweltsflugzeug war, kann man damit wirklich viel anstellen, modellbauerisch und auch für Dioramen oder so. Die wurden ja in allen Bereichen eingesetzt, zur Aufklärung und auch für Botenflüge. Also da war wirklich viel geboten. Da kann man problemlos irgendwie ein Diorama bauen, wo irgendwie ein paar Panzer daneben stehen oder so. Das wäre sicherlich ganz interessant. Den Bausatz habe ich mal vor ein paar Jahren in einem Laden gekauft. Das Preisschildchen klebt noch drauf. 29 €. Das ist wirklich ein sehr guter Preis für so einen Bausatz von der Größe, in der Qualität. Also ich denke, da können sich andere Hersteller durchaus was von abschneiden. Schade nur eben, dass es TriStar nicht mehr gibt, aber Hobbyboss hat die A0 bzw. C1 Variante wieder aufgelegt und die kostet auch ungefähr so 30 € hierzulande, ist auch relativ gut erhältlich. Also das ist noch ein Bausatz, der eigentlich ganz gut verfügbar ist. Und ich denke, den hier kann man bestimmt auch noch irgendwo auftreiben, wenn man jetzt genau die Variante bräuchte. Alles klar, das war die Vorstellung der Fieseler 456 C3 von TriStar im Maßstab 1:35. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.